Die Geschichte eines Jungpferdes namens Grace. Ausbildung und Entwicklung. Ich bin Grace und heute möchte ich euch von der Geschichte meiner Ausbildung zum Reitpferd erzählen. 3-jährig wurde ich von meinem neuen Besitzer Jack gekauft und auf meinen neuen Heimathof gebracht. Davor habe ich so gut wie die ganze Zeit auf der Weide verbracht und nur ab und zu wurde etwas Für- oder Putztraining mit mir gemacht. Ab dem heutigen Tag sollte sich mein Trainingsplan und somit auch der Alltag jedoch grundlegend verändern. Jack hatte vieles mit mir vor. Sobald ich mich einigermaßen eingelebt hatte, begann er mich täglich aus der Box zu holen. Anfangs putzte er mich nur und führte mich ein paar Runden um den Hof. Doch irgendwann begann er auch andere Übungen mit einzubauen, wie beispielsweise das Rückwärtsgehen auf Stimmkommando. Zu Beginn war ich ein sehr skeptisches Pferd und ich überlegte lange, ob es sich lohnte, die von meinem Besitzer abverlangten Aufgaben auch zu erfüllen. Aber letztendlich konnte Belohnung in Form einer Karotte mich doch noch überzeugen. Bei anderen Pferden, mit denen Jack arbeitete, beobachtete ich oft, dass er sie als Lob am Hals tätschelte. Aber mir gefiel das ganz und gar nicht. Immer wenn er vergaß, dass ich sein nerviges Streicheln und Tätscheln nicht mochte, schnappte ich nach ihm. Einige Reiter auf dem Hof lachten darüber und behaupteten, dass ich ein störrisches Pferd ohne Arbeitswillen war. Stimmte das? Als das intensivere Training angefangen hatte, war ich durchaus nicht sonderlich motiviert gewesen. Doch mit der Zeit und den Mühen begann es mir sogar wirklich Spaß zu machen, mit Jack zu arbeiten. Immer lustigere Lektionen fragte er mich. Rückwärts und seitwärts gehen konnte ich mittlerweile ganz gut. Oft ließ er mich auch in einem eingezäunten Kreis um ihn herumlaufen. Da ich dabei meistens kein Halfter oder Strick trug, nutzte ich die Situation oft dazu aus, herumzurennen und zu buckeln, wie ich wollte. Nach einiger Zeit fand ich jedoch auch Freude daran, auf seine Kommandos zu horchen und von ihm verlangte Gangarten, Richtungswechsel und Drehungen zu vollführen. An schönen Tagen nahm Jack mich auch auf Spaziergänge in den Wald oder über Wiesen mit. Manchmal trafen wir dabei fremde Pferde, mit denen ich mich ein wenig unterhalten durfte, oder er ließ mich eine Runde grasen. Als ich bereits ein Jahr lang auf dem neuen Hof lebte, sagte Jack eines Tages, dass es Zeit wäre, mit dem Reiten anzufangen. Ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte und begegnete diesem Thema daher mit Skepsis. Zwar hatte ich bereits einige Pferde dabei beobachtet, wie sie Menschen auf ihrem Rücken herumtrugen, doch ich wusste nicht genau, was ich mir darunter vorstellen sollte. Zuerst holte mich Jack ganz normal aus der Box und putzte mich. Doch dann kam der Schock. Mit einem riesigen Lederding lief er auf mich zu und wollte es mir auf den Rücken legen. Ich bekam Angst und wollte ausweichen, doch da ich angebunden war, gelang es ihm trotzdem, mir diesen sogenannten Sattel aufzulegen. Als ich mich einigermaßen wieder beruhigt hatte und anfing, das neue Gewicht auf meinem Rücken zu akzeptieren, nahm Jack mir den Sattel wieder ab und legte ihn mir noch ein paar weitere Male auf. Nach dem 10. Mal war es nichts Besonderes mehr für mich und ich blieb brav stehen. Am nächsten Tag wiederholte Jack diese Übung, nur zog er diesmal auch den Sattelgurt an. Zuerst war mir der Druck an meinem Bauch unangenehm, aber als er mich ein wenig herumführte, war das auch in Ordnung. Die nächsten Tage übten wir die bereits bekannten Dinge im Roundpen, nur dass ich diesmal immer den Sattel trug. Zuerst wollte ich ihn abwerfen und rannte ein paar Runden kopflos im Kreis. Doch mit jedem Mal, dass ich den Sattel trug, merkte ich mehr, wie harmlos er eigentlich war. Nach einiger Zeit kam auch das Zaumzeug hinzu. Da dabei eine kalte Metallstange in meinem Maul lag, war dies noch etwas unangenehmer als der Sattel. Aber auch das Gebiss akzeptierte ich nach einiger Zeit. Wenigstens konnte man gut darauf herumkauen. An einem Tag hatte Jack plötzlich ein Mädchen dabei. Ich kannte sie nicht und war zuerst sehr verwirrt. Den Sattel trug ich bereits und Jack wies das Mädchen dazu an, sich auf meinen Rücken zu setzen. Ich riss die Augen auf und wollte ausweichen, aber irgendwie schaffte sie es trotzdem aufzusteigen. Nach ein bisschen unruhigem auf der Stelle treten stand ich wieder ruhig da. Allerdings war jede Faser meines Körpers angespannt.
Jack gab mir ein Leckerli, was mich ein wenig beruhigte. Das Mädchen stieg wieder ab und wie bei dem Sattel auch, wiederholte sich das ganze Prozedere ein paar Mal, bis ich mich schließlich sogar anfing zu langweilen. Also ging es in der nächsten Trainingseinheit einen Schritt weiter. Statt nur aufzusteigen, wollte Jack mich diesmal auch zum Laufen bewegen. Erst blieb ich wie angewurzelt stehen. Kann man mit so einem zusätzlichen Gewicht auf dem Rücken wirklich noch laufen? Irgendwie kam mir das in diesem Moment vollkommen unmöglich vor. Doch nach ein bisschen Ziehen am Strick und aufmunternden Worten von Jack tat ich einen Schritt vorwärts. Sofort wurde ich von allen Seiten überschwänglich gelobt. Es funktionierte tatsächlich. Ich fiel nicht um. In den nächsten Tagen und Monaten übten wir das immer weiter, bis sogar ganze Spaziergänge mit dem Mädchen auf meinem Rücken möglich waren. Es kam mir immer gewohnter vor und war inzwischen fast schon zur Routine geworden. Irgendwann stieg dann auch Jack auf meinen Rücken und begann mich ohne Führpersonal vorwärts zu reiten. Anfangs gab es ein paar Differenzen zwischen uns, doch mit jedem Mal lernte ich mehr, auf seine Hilfen zu reagieren. Nach einigen weiteren Monaten konnte man mich problemlos in allen Gangarten reiten und auch Geländeritte wurden nach und nach möglich. Inzwischen war ich wirklich ein verlässliches Reitpferd geworden und ob ich es zugeben wollte oder nicht, war ich immer motiviert bei der Arbeit dabei. Fast schon war ich stolz, mit meinem Reiter zu harmonieren und das zu tun, was er von mir wollte. Zwar war ich bei weitem noch nicht das perfekte Pferd und an vielen Stellen ist meine Ausbildung noch mehr als nur mangelhaft. Trotzdem bin ich beeindruckt von meiner eigenen Entwicklung und hoffe, dass viele weitere Pferde einen so tollen Trainer und Besitzer haben, wie ich es tue.